Hallo liebe Zuschauer. Als wir heute auf der Mülldeponie patrouillierten, entdeckten wir einen kleinen Hund mit nur 3 Beinen, der auf der Suche nach Futter umherstreifte. Der Hund sah so erbärmlich aus, er sah müde aus, seine Schritte waren schwer, als ob alle seine Kräfte erschöpft wären. Sein ganzer Körper war mit Schlamm bedeckt, sein langes Fell, das schon lange nicht mehr gestutzt worden war klebrig und fast zu Boden gefegt. Obwohl die Umgebung voller stinkender Müll war, legte sich der Hund trotzdem hin. Zusammengerollt auf dem Müllhaufen und friedlich geschlafen, als wäre dieser Ort für lange Zeit sein Zuhause geworden. Als ich diese Szene miterlebte, schmerzte mein Herz. Wir beschlossen, den Hund sofort zum Rettungsteam zu bringen. Als ich anfing, das klebrige Fell an seinem Körper abzurasieren, spürte ich Spannung und Angst, die seinen kleinen Körper bedeckten. Obwohl es nicht protestierte, sondern nur still dalag, konnte ich sehen, wie sein ganzer Körper ununterbrochen zitterte. Die Augen des Hundes waren voller Sorge, Panik und Verwirrung. Es war, als würde man versuchen, die Tränen zurückzuhalten, die gleich fließen würden. Als die letzte dicke Fellschicht abgeschoren wurde, stellte ich schockiert fest, dass der Körper des Tieres so dünn war, dass er nur noch aus Haut und Knochen bestand. Was mich aber am meisten überraschte, war die lange Narbe am fehlenden Bein. Die Narbe ist sehr ordentlich, sie sieht nicht so aus, als wäre sie von selbst verheilt, sondern als ob sie operiert worden wäre. Dies beweist, dass er einst einen Besitzer hatte, gepflegt und behandelt wurde. Aber was führte dann dazu, dass dieser kleine Hund so weit ausgesetzt wurde, dass er auf einer solchen Mülldeponie herumlaufen musste? Diese Frage ging mir immer wieder durch den Kopf und machte mir das Herz schwer. Vielleicht hatte der Hund einmal eine Familie, ein glückliches Leben mit der Liebe seines Besitzers. Doch als er behindert wurde, verschwand diese Liebe und wich Kälte und Verlassenheit. Jedes Mal, wenn ich versehentlich etwas zu laut sprach oder ihn berührte, erschrak der Hund und geriet in Panik. Augen voller Angst und Vermeidung, kein Vertrauen mehr in den Menschen. Ich verstehe, dass es ein langer Prozess sein wird, das Vertrauen dieses Hundes zurückzugewinnen und viel Geduld erfordert. Ich badete sanft, sprühte Medikamente ein und reinigte sorgfältig jede Wunde an seinem Körper. Unter der Obhut des Rettungsteams wird er sich hoffentlich allmählich körperlich und seelisch erholen. Es liegt noch ein langer Weg vor uns, aber ich glaube, dass der morgige Tag mit Liebe und Geduld neues Licht auf diesen kleinen Hund bringen wird. Freunde, unterstütze meinen kleinen Kanal mit einem Gefällt mir und einem Abonnement. Vielen Dank für das Ansehen. Wir sehen uns in den nächsten Ausgaben auf dem Kanal über unsere Lieblingstiere.